Hallo zusammen! Der neue Backup-Kondensator von First RC lässt sich nicht nur per Knopfdruck, sondern auch per Fernsteuerung ausschalten. Im Gegensatz zu seinem Vorgänger hat er daher neben Plus und Minus noch ein drittes Kabel. In diesem Video zeige ich euch anhand der MZ24 Pro, wie man das programmiert. Falls ihr noch keinen Puffer-Akku verwendet, so kann ich euch das echt empfehlen. Im Gegensatz zu einem eigenständigen Empfängerakku lädt sich der Puffer-Akku automatisch aus dem Flugakku auf. Sollten dann BEC oder LiPo ausfallen, versorgt der Servo und Empfänger während einer Notlandung mit Strom. Darüber hinaus puffert er Stromspitzen und Servorückströme ab. Der Puffer-Akku wird an passender Stelle eingebaut und an den Empfänger angeschlossen. Dadurch, dass man künftig nicht mehr den Taster nach Flugende drücken muss, kann man ihn nun auch an unzulänglicher Stelle einbauen. Prinzipiell kann man ihn an jeden freien Servo-Steckplatz anschließen. Bei mir war jedoch nur noch Steckplatz 8 übrig. Der Rest war schon mit Telemetrie, Rettung oder zweiter BEC-Leitung belegt. Kommen wir nun also zur Senderprogrammierung. Die Idee ist folgende: Liegt ein positiver Servoimpuls an, zum Beispiel plus 100, dann ist der Puffer-Akku eingeschaltet. Ist der Steuerimpuls negativ, dann schaltet er sich nach 5 Sekunden aus. Der Puffer-Akku erkennt dabei nur den Schaltvorgang von an zu aus. Nicht umgekehrt, das heißt, er ist auch aktiv, wenn ihr vergessen habt, ihn einzuschalten. Dies dient der zusätzlichen Sicherheit, aber mein Ziel ist ihn automatisiert ein- und auszuschalten. Statt einem extra Schalter, den ich betätigen muss, möchte ich das Signal des Gaslimiter verwenden. Dieser limitiert die maximale Gasposition von 0 bis 100 anhand eines Drehschalters. Eine zusätzliche Sicherheit gegen versehentliches Starten des Motors. Mein Startprozedere ist also wie folgt: Ich stelle den Heli auf seinen Startplatz, schließe den Flugakku an und öffne den Gaslimiter. In sicherer Entfernung lege ich dann den Motorschalter um. Nach der Landung schalte ich den Motorschalter auf Aus, klemme den Akku ab und drehe dann den Gaslimiter zu. Damit der Pufferakku sich nun automatisiert ausschaltet, werde ich einen freien Mischer programmieren, der den Impuls des Gaslimiter abgreift und auf Kanal 8 ausgibt. Das ist schnell gemacht. Also Quelle ist der Gaslimiter auf Kanal 12 und Ziel ist der Pufferakku auf Kanal 8. Dann geht es in die Einstellung des neuen Mischers. Damit wir nicht beide Werte einzeln einstellen müssen, schalten wir Symmetrie auf 1 und dann einen der Werte auf 100. Natürlich dürfen wir nicht vergessen, den Mischer noch zu aktivieren. Dies macht bitte für alle eure Flugphasen. Kurzer Check im Servomonitor und der Mischer tut, was er soll. Jetzt müssen wir eigentlich nur noch testen, ob es wie gewünscht funktioniert. Tat es dann nicht, denn der Pufferakku schaltete sich nicht automatisch ab. In so einem Fall kann es eigentlich nur noch daran liegen, dass die Servorichtung nicht stimmt. Daher kehre ich jetzt kurz die Drehrichtung von Kanal 8 um. Nächster Versuch und Gelb und Rot blinken 5 Sekunden lang gleichzeitig. Das bedeutet abschalten. So, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst gerne ein Like oder Kommentar da. Bis bald!